Die eindrucksvollen Ruinen der Burg Ratzenried befinden sich auf einem Bergsporn in der Nähe des gleichnamigen Ortes in Baden-Württemberg. Der Name Ratzenried leitet sich von einem alemannischen Siedler namens Ratzo und dem althochdeutschen Wort Riot ab, welches so viel wie Rodung bedeutet. Das Gebiet wurde später Besitz des Klosters St. Gallen. Um die Ländereien zu verwalten und zu sichern, fing man an, Burgen zu bauen. Und so entstand vermutlich anfangs des 12. Jahrhunderts die erste Anlage. Wie diese ausgesehen hat, ist nicht überliefert. 1180 taucht der Name von Ratzenried erstmals in den schriftlichen Quellen auf. Um 1220 wird die Burg grundlegend umgebaut. Angeblich im Auftrag eines Stauferherzogs. Auch über das Aussehen dieser Anlage ist nichts bekannt. 1280 stirbt die örtliche Adelsfamilie aus. Danach wechselt die Burg bis Mitte des 15. Jahrhunderts oft den Besitzer. Unter anderem sind, und das ist kein Witz, die Esel von Ratzenried und die Unrein von Ratzenried Herrin der Burg. Im Jahr 1453 kauft schließlich Jos Humpis, ein reicher Kaufmann aus Ravensburg, die Burganlage samt ca. 25 Bauernhöfen vom Kloster St. Gallen. Der Preis beträgt 5.800 Gulden. Ein Jahr später wird ihm die niedere Gerichtsbarkeit über die Pfarrei Ratzenried zugesprochen. Vierzig Jahre später verleiht der Kaiser dessen Söhne Jos und Jakob die hohe Gerichtsbarkeit. In den folgenden Jahren bauen die beiden ihre Macht aus. 1498 erhalten sie vom Kaiser den Adelstitel und teilen ihre Herrschaft auf. Fortan nennen sie sich von Ratzenried. Jos, der ältere Bruder, übernimmt die in die Jahre gekommene Burganlage und lässt sie für 11.000 Gulden umbauen und erweitern. Wenn man sich den Kaufpreis von 1453 inklusive Ländereien vor Augen führt und berücksichtigt, dass der Jahreslohn des Burgkoches 10 Gulden betragen hat, wird einem klar, wie umfangreich und grundlegend die Bauarbeiten gewesen sein müssen. Nach dem Umbau ist Burg Ratzenried eine dreiteilige Anlage mit einer Länge von 220 und einer Breite von 75 Metern. Als die Schweden über die Gegend herfallen, zerstören sie am 8. Mai 1632 die prächtige Burg und plündern sie. Der Schaden beläuft sich auf 80.000 Gulden. Dazu kommen weitere 20.000 an entwendetem Inventar und Kirchenschätzen. Wolfgang von Ratzenried, der letzte Nachkomme der Linie, kann sich einen Wiederaufbau nicht leisten und stirbt nur 4 Jahre später. Die Burg dient nun als Steinbruch für den Bau von Häusern in der Umgebung. Die Güter fallen an die Nachkommen von Jakob. Bis 1803 bleibt die Herrschaft Ratzenried und auch die Ruine ein klösterliches Lehen. Dann wird das Kloster St. Gallen im Zuge der Säkularisation aufgehoben. Im Jahr 1810 wird die Herrschaft württembergisch. 3 Jahre später sterben die Freiherren von Ratzenried aus. Neue Lehensträger sind nun die Grafen von Beroldingen und schlussendlich gelangen die Ländereien
samt der Burgruine durch Heirat in den Besitz der Familie von Waldburg-Zeil. Erst 1983 wird der weitere Verfall durch die Gründung des Heimatvereins Ratzenried gestoppt. Bis ins Jahr 2007 restaurierte und sicherte der Verein in Tausenden von Arbeitsstunden das komplette Mauerwerk der Ruine. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.